Die schönsten Märchen der Brüder Grimm. Frei erzählt mit 9 Märchenklassikern wie Die Bremer Stadtmusikanten, Rapunzel und der Froschkönig. Der gestiefelte Kater. Es war einmal ein Müller. Der hinterließ seinen 3 Söhnen eine Mühle, einen Esel und einen Kater. Der Älteste erhielt die Mühle, der Zweite den Esel und auf den Jüngsten fiel der Kater. Da seufzte der Jüngste: Eine Mühle kann ihren Besitzer ernähren. Ein Esel trägt, was man ihm auflädt. Doch ich habe nichts weiter als eine Katze bekommen. Der Kater aber strich ihm leise um seine Beine, setzte sich dann vor ihm und blickte ihn mit klugen Augen an. »Herr«, sagte er, »wenn ihr mir ein paar Stiefel und eine einfache Tasche schenkt, will ich euch zeigen, was in mir steckt.« Der Junge lachte. »Spricht da wirklich meine Katze?« »Euer Kater, wenn ich bitten darf«, miaute der Kater elegant. »Und einer, der weiß, wo die Gelegenheiten wachsen.« Der Jüngste fühlte sich so hoffnungslos, dass er nicht mehr ein noch aus wusste. Aber er hatte auch keine andere Idee. Also ließ er seinem Kater beim Schuster mit seinen letzten Talern kleine Stiefelchen fertigen und nähte ihm selbst ein Täschchen aus einem kleinen Stück Leinen. Als die Stiefelchen und die Tasche fertig waren, stand der Kater vor dem Spiegel und nickte. »Oh ja, so geht man zum König.« Der Junge wusste nicht, was er von all dem halten sollte. Ihm blieb nichts weiter übrig, als in sein Schicksal zu vertrauen. Und das schien in seinem kleinen, miauenden Kameraden zu liegen. Am nächsten Morgen stapfte der gestiefelte Kater über die Felder, füllte seine Tasche mit Karottenkraut und Minze, legte sich an den Rand eines Hasenpfads und wartete. Als ein prächtiger Feldhase heranschnupperte, glitt die Tasche zu, sanft und flink, der Hase darin. Der Kater trug die Beute zum Schloss, schlüpfte geschickt an allen Wachen vorbei und stolzierte auf seinen gestiefelten Hinterbeinen geradewegs in den Thronsaal des Königs hinein, wo dieser
eine Audienz mit seinem Hofmarschall abhielt. Der Kater reichte dem König den Hasen und sagte: »Ein Geschenk für seine Majestät vom Herrn Marquis von Carabas.« »Nie gehört«, murmelte der Hofmarschall. Doch der König lächelte und sprach: »Richte dem Marquis meinen Dank aus.« Und so ging es eine Weile. Der Kater ging bei Hofe ein und aus. Er brachte dem König Rebhühner, feine Enten, mal einen Beutel mit Waldbeeren, mal ein Bündel Kräuter, das so fein roch, als wäre der Sommer darin gefangen. Und er bestellte dem König jedes Mal vom Marquis von Carabas die besten Wünsche. In der Stadt begann man bereits zu flüstern: Ein neuer Herr, fein und großzügig, dieser Marquis. Eines Tages erfuhr der Kater, dass der König samt Prinzessin eine Fahrt am Fluss entlang plante. Flink lief er zu seinem jungen Herrn, dem Müllerssohn, und sagte: »Zieht eure besten Sachen an und kommt mit mir zum Fluss. Heute öffnen sich die Türen für euch.« »Ich habe keinen Anzug«, gestand der Junge. Der Kater musterte ihn. »Ein ehrliches Hemd genügt. Den Rest besorgen wir.« Am Flussufer wehte ein warmer Wind über das Schilf. Der Kater befahl: »Geht ins Wasser hinein und tut so, als ob ihr badet. Wenn die Kutsche des Königs kommt, ruft um Hilfe.« »Aber warum?«, fragte der Müllerssohn. »Weil Gelegenheiten selten zweimal winken«, schnurrte der Kater und verschwand. Kaum war der Junge im Wasser, rollte auch schon die königliche Kutsche heran. Der Kater lief geschwind zur Kutsche und rief: »Hilfe! Die Kleider des Herrn Marquis wurden vom Flussufer geraubt.« Der König ließ halten. »Der Marquis von Carabas?« Und er wendete sich an seine Diener und befahl: »Holt sofort Gewänder aus meiner Reisekiste.« Die Diener brachten einen feinen Rock, ein seidiges Hemd und weiche Schuhe. Der Junge stand inzwischen errötet im Schilf. Doch als er kurze Zeit später die neuen Kleider trug, spiegelte das Wasser einen Herrn wider, der so aussah, als gehöre ihm das halbe Reich.
Die Prinzessin stieg aus der Kutsche heraus und betrachtete ihn freundlich. »Herr Marquis, darf ich euch zu einer Spazierfahrt am Ufer einladen?« Und der Marquis antwortete: »Es ist mir eine Ehre.« Und sein Herz klopfte wie eine kleine Trommel. Der Kater rieb sich die Vorderpfoten und rannte voraus. Als er zuerst die großen Wiesen erreichte, wo Bauern gerade das Heu wendeten, sprach er zu den Bauern: »Ihr guten Leute, gleich kommt der König. Wenn er fragt, wem diese Wiesen gehören, so sagt: dem Marquis von Carabas. Sagt ihr aber etwas anderes, so wird ein zerstörerisches Sommergewitter über eure Ernte ziehen.« Die Bauern blickten den entschlossenen Kater mit seinen Stiefeln und den funkelnden Augen erschrocken an. Ihr Herr, der mächtige Zauberer, war sehr böse, und sie fürchteten ihn. Würde es keine gute Ernte geben, so wäre dies ihr Niedergang. Wir sagen, was wahr sein wird, versprachen sie, denn sie ahnten, dass es klug war, zu tun, was dieser eindringliche Kater verlangte. Bald schon holperte die Kutsche an den duftenden Wiesen vorbei. »Wem gehören diese schönen Wiesen?« fragte der König die Bauern. »Dem Marquis von Carabas«, antworteten diese. Und die Prinzessin lächelte den Jungen an. Dieser, der nun wie ein Marquis aussah und sich langsam auch wie einer fühlte, sah seinen Kater am Wegesrand salutieren. Und er begriff sofort, was dieser im Schilde führte. Bald schon ragte vor ihnen ein Schloss auf, mit hohen Türmen. Hier wohnte der böse Zauberer und Herrscher über die Gegend. Der Kater, der wieder vorausgelaufen war, klopfte mutig und laut an das Schlosstor. »Wer wagt es?«, donnerte eine Stimme. »Ich bin der Gesandte des Marquis von Carabas. Ich hörte, dass ihr so mächtig seid, dass ihr euch in alles verwandeln könnt.« Ein Lachen, schwer wie Messing, hallte durch das Gebäude. »Alles«, sprach der Zauberer, öffnete das Tor und verwandelte sich in einen Wolf, dann in einen großen Adler und schließlich in einen mächtigen Drachen. »Bewundernswert«, nickte der Kater
der nun unerschrocken direkt vor dem Drachen stand. Nur eine Frage bleibt. Wer groß ist, kann gewiss auch klein sein. So klein wie eine Maus zum Beispiel. Ich denke, das vermögt ihr nicht. Der Drache funkelte. Eine Maus? Ein Kinderspiel. Und in einem Augenblick hockte eine kleine Maus auf dem Marmorboden. Der Kater schnappte sich die Maus, sprang mit ihr auf die Schlossmauer und fauchte: Ich könnte dich jetzt fressen. Die Maus blickte ihn groß an. Aber ich esse niemanden, der kleiner ist als mein Mut. So lasse ich dir dein Leben gegen dein Schloss. Das Mäuschen nickte ängstlich. Der Kater setzte es wieder auf den Boden und es flitzte in die Freiheit. Weit weg in die Felder und vergaß, dass es doch eigentlich ein großer Zauberer war. Der Wind wehte ins Schloss, nahm die alte Schwere der Herrschaft des bösen Zauberers mit hinaus, und im Saal funkelten die Lichter, hell und freundlich. Als die Kutsche des Königs eintraf, führte der Kater den König, die Prinzessin und den vermeintlichen Marquis durch die Hallen des großen Schlosses. Diener standen staunend in einer Reihe. Der Kater hatte ihnen einen neuen, besseren Herrn versprochen und das Kommen des Marquis angekündigt. Eure Majestät, sagte der Kater, dies sind die Güter des Herrn Marquis von Carabas. Er hat ein gutes Herz, ist klug und beliebt. Seine Felder sind fruchtbar, seine Leute freundlich. Der König nickte beeindruckt. Die Prinzessin lief von Zimmer zu Zimmer, von Fenster zu Fenster, blickte sich um und war begeistert. Beim Abendessen spielte Musik und Kerzen rochen fein nach Honig. Der König hob den Becher und sprach: Marquis, wollt ihr meine Freundschaft annehmen? Der junge Müllerssohn spürte, wie seine Stimme zuerst fliegen wollte und dann leise landete. Majestät, ich war kein Marquis, als dieser Tag begann. Ich war nur ich. Doch mein Kater hat mich gebeten, an das zu glauben, was ich sein kann. Der König blickte verdutzt. Die Prinzessin aber lächelte. Dann bleibt genau so, sprach sie. Und wie sollte es auch anders sein? Es dauerte nicht lange, da hielt der junge Müllerssohn
um die Hand der Prinzessin an. Und sie feierten eine große Hochzeit und lebten von nun an als Prinz und Prinzessin in Glück und Frieden. Auf den Wegen der Ländereien aber sah man oft kleine Stiefelspuren neben den großen Fußstapfen des jungen Prinzen. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie auch heute noch. Die Bremer Stadtmusikanten. Es hatte ein Mann einen Esel, der schon lange Jahre die Säcke unverdrossen zur Mühle getragen hatte, dessen Kräfte aber nun zu Ende gingen, so dass er zur Arbeit immer untauglicher ward. Da dachte der Herr daran, ihn aus dem Futter zu schaffen. Aber der Esel merkte, dass kein guter Wind wehte. Er lief fort und machte sich auf den Weg nach Bremen. Dort, meinte er, könne er ja Stadtmusikant werden. Als er ein Weilchen fortgegangen war, fand er einen Jagdhund auf dem Wege liegen. Der jammerte wie einer, der sich müde gelaufen hat. »Nun, was jappst du so? Pack an«, fragte der Esel. »Ach«, sagte der Hund, »weil ich alt bin und jeden Tag schwächer werde, auch auf der Jagd nicht mehr fort kann, hat mich mein Herr totschlagen wollen. Da habe ich Reis ausgenommen. Aber womit soll ich nun mein Brot verdienen?« »Weißt du was?«, sprach der Esel. »Ich gehe nach Bremen und werde dort Stadtmusikant. Geh mit und lass dich auch bei der Musik annehmen. Ich spiele die Laute und du schlägst die Pauken.« Der Hund war zufrieden und sie gingen weiter. Es dauerte nicht lange, so saß da eine Katze auf dem Weg und machte ein Gesicht wie 3 Tage Regenwetter. »Nun, was ist dir denn in die Quere gekommen, alter Bartputzer?«, fragte der Esel. »Wer kann da lustig sein, wenn's einem an den Kragen geht?«, antwortete die Katze. »Weil ich nun in die Jahre komme, meine Zähne stumpf werden und ich lieber hinter dem Ofen sitze, als nach Mäusen herumzujagen, hat mich meine Frau ersäufen wollen. Ich habe mich zwar noch fortgemacht, aber nun ist guter Rat teuer. Wo soll ich hin?« »Geh mit uns nach Bremen. Du verstehst dich doch auf die Nachtmusik. Da kannst du ein Stadtmusikant werden.« Die Katze hielt das für gut und ging mit.
Darauf kamen die 3 Landesflüchtigen an einem Hof vorbei. Da saß auf dem Tor der Haushahn und schrie aus Leibeskräften. »Du schreist einem durch Mark und Bein«, sprach der Esel. »Was hast du vor?« »Da hab ich gut Wetter prophezeit«, sprach der Hahn, »weil unserer lieben Frauen Tag ist, wo sie dem Christkindlein die Hemdchen gewaschen hat und sie trocknen will. Aber weil morgen zum Sonntag Gäste kommen, so hat die Hausfrau doch kein Erbarmen und hat der Köchin gesagt, sie wolle mich morgen in der Suppe essen. Nun schrei ich aus vollem Hals, solang ich noch kann.« »Ei, was, du Rotkopf«, sagte der Esel, »zieh lieber mit uns fort, wir gehen nach Bremen. Etwas Besseres als den Tod findest du überall. Du hast eine gute Stimme, und wenn wir zusammen musizieren, so wird es eine ganz besondere Art haben.« Der Hahn ließ sich den Vorschlag gefallen, und sie gingen alle zu 4 zusammen fort. Sie konnten aber die Stadt Bremen in einem Tag nicht erreichen und kamen abends in einen Wald, wo sie übernachten wollten. Der Esel und der Hund legten sich unter einen großen Baum. Die Katze und der Hahn machten sich in die Äste. Der Hahn aber flog bis an die Spitze, wo es am sichersten für ihn war. Ehe er einschlief, sah er sich noch einmal nach allen 4 Winden um. Da däuchte ihm, er sähe in der Ferne ein Fünkchen brennen. Und so rief er seinen Gesellen zu, es müsse nicht gar weit von hier ein Haus sein, denn es scheine ein Licht. Da sprach der Esel, so müssen wir uns aufmachen und noch hingehen, denn hier ist die Herberge schlecht. Der Hund meinte, ein paar Knochen und etwas Fleisch daran täten mir gut. Also machten sie sich auf den Weg nach der Gegend, wo das Licht war, und sahen es bald immer heller schimmern. Und es ward immer größer, bis sie vor ein helles, erleuchtetes Räuberhaus kamen. Der Esel, als der Größte, näherte sich dem Fenster und schaute hinein. »Was siehst du, Grauschimmel?« fragte der Hahn. »Was ich sehe?« antwortete der Esel. »Einen gedeckten Tisch mit schönem Essen und Trinken. Und die Räuber sitzen daran und lassen sich's wohl sein.« »Ach, das wäre was für uns«, sprach der Hahn. »Ja, ja, ach, wären wir nur da«, sagte der Esel. Da ratschlagten die Tiere, wie sie es anfangen müssten, um die Räuber hinauszujagen.
und fanden endlich ein Mittel. Der Esel musste sich mit den Vorderfüßen auf das Fenster stellen. Der Hund auf des Esels Rücken springen, die Katze auf den Hund klettern und endlich der Hahn hinauffliegen und sich der Katze auf den Kopf setzen. Gesagt, getan. Und wie das geschehen war, fingen sie auf ein Zeichen an, ihre Musik zu machen. Der Esel schrie, der Hund bellte, die Katze miaute und der Hahn krähte. Dann stürzten sie durch das Fenster in die Stube hinein, dass die Scheiben klirrten. Die Räuber fuhren bei dem entsetzlichen Geschrei in die Höhe, meinten nichts anderes, als dass es ein Gespenst sei, das hereinkäme, und flohen in größter Furcht in den Wald hinaus. Nun setzten sich die 4 Gesellen an den Tisch, nahmen mit dem vorlieb, was übrig geblieben war, und aßen nach Herzenslust. Wie die 4 Spielleute fertig waren, löschten sie das Licht aus und suchten sich eine Schlafstelle, jeder nach seiner Natur und Bequemlichkeit. Der Esel legte sich auf den Mist, der Hund hinter die Tür, die Katze auf den Herd bei der warmen Asche und der Hahn setzte sich auf den Hahnenbalken. Und weil sie müde waren von ihrem langen Weg, schliefen sie bald tief und fest ein. Als Mitternacht vorbei war und die Räuber von weitem sahen, dass kein Licht mehr im Haus brannte und alles ruhig erschien, sprach der Räuberhauptmann: Wir hätten uns doch nicht sollen ins Bockshorn jagen lassen, und hieß einen hingehen, um das Haus zu untersuchen. Der Abgeschickte fand alles still, ging in die Küche, ein Licht anzuzünden, und weil er die glühenden, feurigen Augen der Katze für lebendige Kohlen ansah, hielt er ein Schwefelhölzchen daran, dass es Feuer fangen sollte. Aber die Katze verstand keinen Spaß, sprang ihm ins Gesicht, spie und kratzte. Da erschrak er gewaltig, lief und wollte zur Hintertür hinaus. Aber der Hund, der da lag, sprang auf und schnappte sein Hosenbein. Als der Räuber über den Hof an dem Mist vorbeikam, gab ihm der Esel noch einen tüchtigen Schlag mit dem Hinterfuß. Der Hahn aber, der vom Lärmen aus dem Schlaf geweckt und munter geworden war, rief vom Balken herab: Kikeriki! Da rannte der Räuber, was er konnte,
Und als er zu seinem Hauptmann zurückkehrte, sprach er: »Ach, in dem Haus sitzt eine greuliche Hexe. Die hat mich angehaucht und mit ihren langen Fingern das Gesicht zerkratzt. Und vor der Tür steht ein Mann, der nach meiner Hose gegriffen hat. Auf dem Hof liegt ein schwarzes Ungetüm. Das hat mit einer Holzkeule auf mich losgeschlagen. Und oben auf dem Dache, da sitzt der Richter und rief: »Bringt mir den Dieb!« Da machte ich, dass ich fortkam. Von nun an getrauten sich die Räuber nicht weiter in das Haus hinein. Den 4 Bremer Musikanten gefiel's aber so wohl darin, dass sie nicht wieder heraus wollten. Und so lebten sie glücklich und vergnügt in ihrem Waldhäuschen. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie auch heute noch. Der Fischer und seine Frau. Es war einmal ein Fischer und seine Frau. Die wohnten zusammen in einem alten Pott, dicht an der See. Und der Fischer ging alle Tage hin und angelte. Und er angelte und angelte. Und so saß er auch einmal mit seiner Angel und schaute in das klare Wasser hinein. Und er saß und saß. Da ging die Angel auf den Grund, tief, tief hinab. Und wie er sie heraufholte, da zog er einen großen Butt heraus. Da sagte der Butt zum Fischer: »Höre, Fischer, ich bitte dich, lass mich leben. Ich bin kein richtiger Butt. Ich bin ein verwünschter Prinz. Was hilft es dir, wenn du mich tötest? Ich würde dir doch nicht recht schmecken. Setz mich wieder ins Wasser und lass mich schwimmen.« »Nun«, sagte der Mann, »du brauchst nicht so viele Worte zu machen. Einen Butt, der sprechen kann, werde ich doch wohl nicht verspeisen wollen.« Damit setzte er ihn wieder in das klare Wasser hinein. Und der Butt schwamm zum Grund hinab. Der Fischer aber stand auf und ging heim zu seiner Frau in den alten Pott. »Mann«, sagte die Frau, »hast du heute nichts gefangen?« »Nein«, sagte der Mann, »obwohl ich habe einen Butt gefangen. Der sagte, er sei ein verwünschter Prinz. Da habe ich ihn wieder schwimmen lassen.« »Hast du dir denn nichts gewünscht?« fragte die Frau. »Nein, was sollte ich mir denn wünschen?
sprach da die Frau. »Es ist doch übel, hier immer in dem alten Pott zu wohnen. Der stinkt und ist eklig. Du hättest uns doch eine kleine Hütte wünschen können. Geh noch einmal raus zum Meer und rufe den Butt. Sage ihm, wir wollen eine kleine Hütte haben.« »Ach«, sprach da der Mann, »was soll ich da noch mal hingehen?« Doch die Frau ließ nicht locker. Und der Mann wollte auch seiner Frau nicht zuwiderhandeln. So ging er denn wieder hin an die See. Und als er hinkam, war die See ganz grün und gelb. Und er sprach: Manche Timpete, Butje in der See. Meine Frau, die Isabel, will nicht so, als ich wohl will. Da kam tatsächlich der Butt angeschwommen und sagte: »Na, was will sie denn?« »Ach«, seufzte der Mann, »ich hatte dich doch gefangen. Nun sagt meine Frau, ich hätte mir etwas wünschen sollen. Sie mag nicht mehr in dem alten Pott wohnen. Sie wollte gerne eine Hütte.« »Geh nur hin«, sagte der Butt, »sie hat sie schon.« Da ging der Mann hin, und seine Frau saß nicht mehr in dem alten Pott. Aber es stand nun eine kleine Hütte da, und seine Frau saß vor der Tür auf einer Bank. Da nahm ihn seine Frau bei der Hand und sagte zu ihm: »Komm nur herein. Siehst du, nun ist alles viel besser.« Sie gingen hinein, und in der Hütte war eine hübsche kleine Stube und eine Kammer, wo für jeden ein Bett stand. Auch Küche und Speisekammer waren da. Und alles war auf das Schönste und Beste eingerichtet, wie sich das so gehört. Und hinter der Hütte war auch ein kleiner Hof mit Hühnern und Enten und ein kleiner Garten mit Gemüse und Obst. »Siehst du«, sagte die Frau, »ist das nicht nett?« »Ja«, sagte der Mann, »so soll es bleiben. Nun wollen wir recht vergnügt leben.« »Das wollen wir uns bedenken«, sagte die Frau. Und dann aßen sie etwas und gingen zu Bett. So ging das wohl einige Wochen. Dann sagte die Frau: »Hör, die Hütte ist auch gar zu eng, und der Hof und der Garten sind so klein. Der Butt hätte uns wohl auch ein größeres Haus schenken können. Ich möchte wohl in einem großen steinernen Schloss wohnen. Geh hin zum Butt, er soll uns ein Schloss schenken.« »Ach, Frau«, sagte der Mann, »die Hütte ist ja gut genug. Was sollen wir in einem Schloss wohnen?« »I was«, sprach die Frau, »geh du nur hin, der Butt kann das wohl tun.«
»Nein, Frau«, sagte der Mann, »der Butt hat uns erst die Hütte gegeben. Ich mag nun nicht schon wiederkommen, das könnte den Butt verdrießen.« »Geh«, sprach die Frau bestimmt, »er kann das recht gut und tut das gern. Geh du nur hin.« Dem Manne war das Herz schwer und er wollte nicht. Er ging aber doch hin. Als er an die See kam, war das Wasser ganz violett und dunkelblau. Doch es war noch still. Da stellte er sich hin und rief: »Manche, manche Tempete, Butje, Butje in de See, minne Fru, die Isabel, will nicht so, as ich wohl will.« Und der Butt erschien mit den Worten: »Na, was will sie denn?« »Ach«, sagte der Mann halb bekümmert, »sie will in einem großen Schlosse wohnen.« »Geh nur hin, sie steht schon vor der Tür«, sagte der Butt. Da ging der Mann fort und dachte, er wollte nach Hause gehen. Aber als er da ankam, stand da nun ein großer steinerner Palast. Und seine Frau stand eben auf der Treppe und wollte hineingehen. Als sie ihn sah, nahm sie überglücklich seine Hand und sagte: »Komm nur herein.« Darauf ging er mit ihr hinein. Und in dem Schlosse war eine große Diele mit marmorsteinernem Boden. Und da waren viele Bedienstete, die rissen die großen Türen auf, und die Wände glänzten von den schönen Tapeten, und kristallene Kronleuchter hingen an der Decke. Und in allen Stuben und Kammern lagen Teppiche. Herrliches Essen und der allerbeste Wein standen auf den Tischen. Und hinter dem Palast war ein großer Hof mit einem Pferde- und einem Kuhstall und mit Kutschwagen. Und da war auch noch ein großer, prächtiger Garten mit den schönsten Blumen, den feinsten Obstbäumen und einem Lustwäldchen. Darin waren Hirsche und Rehe und Hasen, alles, was man sich nur immer wünschen mag. »Na«, sagte die Frau, »ist das nicht schön?« »Ach ja«, sagte der Mann, »so soll es nun auch bleiben. Wir wollen in dem schönen Schlosse wohnen und wollen zufrieden sein.« Und damit gingen sie zu Bett. Am nächsten Morgen wachte die Frau zuerst auf. Es wollte gerade Tag werden, und sie sah aus ihrem Bette das herrliche Land vor sich liegen.
Der Mann begann sich zu strecken. Da stieß sie ihn mit dem Ellbogen in die Seite und sagte: »Mann, steh auf und guck aus dem Fenster. Sie, könnten wir nicht König werden über all das Land? Geh hin zum Butt, wir wollen König sein.« »Was sollen wir König sein? Ich mag nicht König sein.« »Na«, sagte die Frau, »willst du nicht König sein? So will ich König sein. Geh hin zum Butt, ich will König sein.« Da ging der Mann hin und war ganz bekümmert. »Das ist doch nicht recht«, dachte der Mann bei sich. Und als er an die See kam, war die See ganz dunkel. Und das Wasser gärte von unten herauf und roch ganz faul. Da stellte er sich hin und rief: »Manche, manche, Timpete, Butje, Butje in de See. Wenn je froh, de Isabel, will nicht so, as ich wohl will.« »Na, was will sie denn?« fragte der Butt. »Ach«, sagte der Mann, »sie will König werden.« »Geh nur hin, sie ist es schon«, sagte der Butt. Da ging der Mann hin, und als er zum Palast kam, war das Schloss noch größer geworden und hatte einen hohen Turm und herrlichen Zierat daran. Und die Schildwachen standen vor dem Tor, und da waren auch Soldaten mit Pauken und Trompeten. Und als er in den Palast trat, war alles von purem Marmorstein und Gold, mit samtenen Vorhängen und großen goldenen Quasten. Da ging die Tür vom Saal auf, und seine Frau saß auf einem hohen Thron, von Gold und Diamanten besetzt, und hatte eine große goldene Krone auf und das Zepter in der Hand, von purem Gold. »Ach, Frau, und Edelsteinen«, sagte der Mann. Da stellte er sich hin und sagte: »Ach, Frau, bist du nun König?« »Ja«, sagte die Frau, »nun bin ich König.« Da stand er da und sah sie an. Und als er sie so eine Zeit lang angesehen hatte, da sagte er: »Ach, Frau, was steht dir das schön, wenn du König bist? Nun wollen wir auch nichts mehr wünschen.« Nach einer ganzen Weile wurde die Frau unruhig. »Mir wird schon die Zeit und Weile lang. Ich kann das nicht mehr aushalten. Mann, geh hin zum Butt. König bin ich. Nun möchte ich aber Kaiser werden.« »Ach, Frau«, sagte der Mann, »was willst du Kaiser werden?« »Mann«,
sagte sie bestimmt. Geh hin zum Butt, ich will Kaiser sein. Ach, Frau, sagte der Mann, Kaiser ist nur einer im ganzen Reich. Kaiser kann er nicht machen. Was? Fragte die Frau. Ich bin König und du bist bloß mein Mann. Willst du gleich hingehen? Sofort gehst du. Kann er König machen, dann kann er auch Kaiser machen. Ich will und will Kaiser sein. Gleich geh hin. Da musste er hingehen. Und als der Mann hinging, war ihm ganz bang. Und er dachte bei sich, das geht nicht gut. Kaiser ist zu unverschämt. Der Butt wird das am Ende doch müde. Und da kam er nun an die See. Und die See war ganz schwarz und dick und fing an, von unten herauf zu gären, dass es Blasen gab. Da ging ein Windstoß darüber hin, dass es nur so schäumte, und dem Mann graute es. Doch tapfer stellte er sich hin und rief: Manche, manche, Timpete, Butje, Butje in der See, min Jefru, de Isabel, will nicht so, als ich wohl will. Na, was will sie denn? Fragte der Butt. Ach, Butt, seufzte der Mann, meine Frau will Kaiser werden. Geh nur hin, sprach der Butt, sie ist es schon. Da ging der Mann fort. Und als er ankam, war das ganze Schloss von poliertem Marmorstein und alabasternen Figuren und goldenem Zierat. Vor dem Tor marschierten die Soldaten, und sie bliesen Trompeten und schlugen Pauken und Trommeln. Aber im Hause, da gingen die Barone und Grafen und Herzöge nur so als Bediente herum. Da machten sie ihm die Türen auf, die waren von lauter Gold. Und als er hereinkam, da saß seine Frau auf einem noch prächtigeren Thron, mit einer noch prächtigeren Krone auf dem Kopf. In der einen Hand hatte sie das Zepter und in der anderen hielt sie den Reichsapfel. Um sie herum standen viele Fürsten und Herzöge. Da stellte sich der Mann dazwischen und sagte zu seiner Frau: Frau, bist du nun Kaiser? Ja, sagte sie, ich bin Kaiser. Aber sie war nicht zufrieden, und die Gier ließ sie nachts nicht schlafen. Sie dachte immer, was sie noch mehr werden könnte.
Der Mann schlief recht gut und fest. Er war den Tag viel gelaufen. Die Frau aber konnte gar nicht schlafen. Sie warf sich von einer Seite auf die andere, die ganze Nacht hindurch. Dabei dachte sie immer, was sie wohl noch werden könnte. Schließlich wollte die Sonne aufgehen. Und als die Frau das Morgenrot sah, da richtete sie sich in ihrem Bett auf und sah sich das an. Und als sie nun im Fenster die Sonne heraufkommen sah, da dachte sie: Ha, könnte ich nicht auch die Sonne und den Mond aufgehen lassen? Mann, sagte sie und stieß ihn mit den Ellbogen in die Rippen. Wach auf, geh hin zum Butt. Ich will der liebe Gott werden. Der Mann war noch halb im Schlaf, aber er erschrak so, dass er aus dem Bette fiel. Er meinte, er hätte sich verhört, rieb sich die Augen und fragte: Ach, Frau, was hast du gesagt? Mann, sagte sie, wenn ich nicht die Sonne und den Mond kann aufgehen lassen und muss das somit ansehen, wie Sonne und Mond aufgehen. Ich kann das nicht aushalten und habe keine ruhige Stunde mehr. Da sah sie ihn recht grausig an, dass ihm ein Schauer überlief. Sofort gehst du hin zum Butt. Ich will der liebe Gott sein. Ach, Frau, sagte der Mann und fiel vor ihr auf die Knie. Das kann der Butt nicht. König und Kaiser kann er machen. Ich bitte dich, sei vernünftig. Doch sie ließ keine Ruhe. Also zog er sich die Hosen an und lief los. Draußen aber ging der Sturm. Es donnerte und blitzte. Die See rollte daher mit hohen schwarzen Wogen und hatte darauf eine weiße Krone von Schaum. Der Mann rief und konnte seine eigenen Worte nicht mehr hören. Manche, Timpete, Butje in der See. Meine Frau, die Isebill, will nicht so, wie ich wohl will. Na, was will sie denn? fragte der Butt. Ach, sagte der Mann, sie will der liebe Gott werden. Ei, Ilsebill, sprach da der Butt, das ist nun selbst mir zu viel. Aber, damit sie sich erinnert, gebe ich dir etwas für deine Frau mit. Das ist größer als alle Schätze. Und er reichte ihm einen Spiegel. Als die Frau wenig später hineinsah, erschrak sie, denn sie sah und erkannte sich selbst mit denselben Augen, die sie schon im alten Pott hatte, denselben Augen
wie im Schloss und auf dem Thron. Nichts hatte sich in ihrem Inneren verändert. Sie erkannte die Unzufriedenheit und die Gier in ihrem Spiegelbild. Da wurde sie still. Sie zog sich zurück und sprach lange Zeit kein Wort mehr. Eines Tages blickte sie ihren Mann an und sagte: »Ach, ich habe nur verlangt und wurde in meinem Inneren immer ärmer. Vergib mir.« Und die beiden zogen wieder in ihre kleine Hütte. Der Fischer ging wieder fischen. Die Frau pflegte die Pflanzen im Garten und sie waren zufrieden. Doch eines Tages, als die Frau mal wieder in den Spiegel blickte, sah sie nicht nur sich selbst, sondern auch das Bild des Butts, tief unten im Meer. Und da wünschte sie sich, mit einer Macht, mit der sie noch nie gewünscht hatte, er möge wieder ein Prinz sein. So wurde der Prinz erlöst. Und sie lebten glücklich und zufrieden. Wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie auch heute noch. Die 7 Raben. Es war einmal ein kleiner Hof in einem weiten Land mit sanften Hügeln, wo die Luft von Vogelgesang erfüllt war. Auf diesem Hof lebte ein bescheidenes Ehepaar. Sie hatten 7 Söhne, die ihr Haus mit Leben und Freude erfüllten. Sie waren glücklich. Doch tief in ihrem Herzen trugen sie einen Wunsch. Sie hätten gern ein kleines Mädchen. Dieser Wunsch wurde ihnen eines Tages erfüllt. Ihre Tochter Rosalie kam an einem klaren Wintermorgen im Dezember zur Welt. Sie war ein stilles, zartes Kind und die Familie nahm sie voller Freude auf. Doch Rosalie war von schwacher Gesundheit und ihre Eltern saßen nachts an ihrer Wiege und sorgten sich um sie. Eines Tages, als der Winter noch immer mit eisigem Atem über das Land zog, bat der Vater die 7 Brüder, Wasser aus dem Brunnen zu holen. »Beeilt euch«, sagte er, »die Kleine braucht ein warmes Bad, um zu Kräften zu kommen.« Die Jungen liefen los, voller Energie und auch mit ein wenig Übermut. Am Brunnen stritten sie sich darüber, wer den Eimer tragen durfte.
Ihr Stimmengewirr hallte durch die kühle Luft, und es verging wertvolle Zeit. Der Vater wartete auf seine Söhne und wurde ungeduldig. Rosalie begann zu weinen, und in seiner Verzweiflung rief der Vater schließlich: »Ach, wenn sie doch Raben wären!« Es war ein Satz, gedankenverloren dahingesprochen, doch die Worte schienen mehr Gewicht zu tragen, als der Vater ahnte. Denn kaum waren sie ausgesprochen, da fegte ein kalter Wind durchs Haus, und die 7 Brüder verwandelten sich in Raben. Ihre Schwingen trugen sie empor, fort in die Lüfte, und sie flogen, bis sie über den Wald verschwunden waren. Die Eltern waren erschüttert, doch sie ermahnten sich, Ruhe zu behalten, um Rosalie zu schützen. Jahre vergingen, und Rosalie wuchs heran. Sie ward ein kluges und nachdenkliches Mädchen, das oft draußen im Walde saß und dem Wind lauschte, der durch die Bäume strich. Eines Tages hörte sie, wie ihre Eltern leise über die 7 Brüder sprachen. Rosalie fasste Mut, betrat den Raum und stellte ihre Eltern zur Rede. »Warum habt ihr mir nie von meinen Brüdern erzählt?« Die Mutter sprach: »Es ist eine traurige Geschichte, mein Kind, und wir wollten dich nicht belasten. Erzählt mir alles. Ich bin stark genug, die Wahrheit zu tragen.« Die Eltern erzählten ihr nun, was geschehen war. Den ganzen Abend und die ganze Nacht redeten sie, und es tat ihnen gut, dem Kummer Raum zu geben. Zu lange hatten sie darüber geschwiegen. Als alles gesagt war, sprach Rosalie: »Ich werde sie suchen. Ich will nicht, dass wir länger getrennt bleiben.« Die Mutter wollte sie zurückhalten, denn sie befürchtete, auch sie zu verlieren. Doch Rosalie war entschlossen. »Habt keine Angst um mich«, sagte sie. »Ich trage euer Vertrauen mit mir.« Und Rosalie machte sich auf den Weg, mit einem festen Glauben im Herzen, aber ohne zu wissen, wohin sie gehen sollte. Sie nahm nichts mit sich als ein Ringlein von ihren Eltern zum Andenken, einen Laib Brot für den Hunger, ein Krüglein Wasser für den Durst und ein Stühlchen für die Müdigkeit. So wanderte sie durch Wälder und über Felder, bis sie eines Tages zu einer kleinen Hütte in den Bergen kam.
in der eine alte, weise Frau lebte. »Was suchst du, Mädchen?« fragte die Frau. »Vielleicht kann ich dir helfen. Ich lebe schon lange hier oben in der Einsamkeit und ich beobachte genau, was in den Tälern um mich herum passiert. Ich suche meine 7 Brüder«, antwortete Rosalie. »Sie wurden in Raben verwandelt und ich möchte sie zurückholen.« Die alte Frau nickte nachdenklich. »Ich erinnere mich. Es ist 16 Jahre her und es war kurz nach deiner Geburt. Deine Brüder leben weit, weit weg im gläsernen Berg.« Und die Alte gab Rosalie einen kleinen silbernen Schlüssel. »Wenn du das Schlüsselchen nicht hast, kannst du den Glasberg nicht aufschließen.« Das Mädchen nahm das Schlüsselchen, wickelte es wohl in ein Tüchlein und wanderte weiter. So lange, bis es an den Glasberg kam. Das Tor war verschlossen. Rosalie steckte das kleine silberne Schlüsselchen ins Schloss und schloss das Tor auf. Als sie in den gläsernen Berg eintrat, kam ihr ein Zwerglein entgegen. Das sprach: »Mein Kind, was suchst du?« »Ich suche meine Brüder, die 7 Raben«, antwortete Rosalie. Der Zwerg sprach: »Die Herren Raben sind nicht zu Hause. Aber willst du hier so lange warten, bis sie kommen? So tritt ein.« Rosalie beobachtete, wie das Zwerglein die Speisen für die 7 Raben bereitete. Es trug 7 Tellerchen und 7 Becherchen herein. Und von jedem Tellerchen aß das Schwesterchen ein Bröckchen, und aus jedem Becherchen trank es ein Schlückchen. In das letzte Becherchen aber ließ es das Ringlein fallen, das es von den Eltern mitgenommen hatte. Auf einmal hörte man in der Luft ein Geschwirr und ein Geweh, und das Zwerglein sprach: »Da kommen sie! Siehst du, es sind die 7 Raben.« Und da kamen sie. Sie wollten essen und trinken und ließen sich bei ihren Tellerchen und Becherchen nieder. Da sprach einer nach dem anderen: »Wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Wer hat aus meinem Becherchen getrunken? Das ist eines Menschen Mund gewesen.« Und wie der 7. auf den Grund des Bechers kam, rollte ihm das Ringlein entgegen. Da sah er es an und erkannte, dass es der Ring von Vater und Mutter war, und sprach: »Gott gebe, unser Schwesterlein wäre da, so wären wir erlöst.« Und als Rosalie, die hinter der Türe stand und lauschte, den Wunsch hörte,
So trat sie hervor, und alle 7 Raben bekamen ihre menschliche Gestalt zurück. Sie herzten und küssten einander und kehrten zusammen nach Hause zurück. Was für eine Freude war es doch, als ihre Eltern sie von Weitem kommen sahen. Sie schlossen ihre Kinder in die Arme, und das Haus füllte sich mit Leben und Fröhlichkeit. Und sie lebten glücklich und in Frieden. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie auch heute noch. Die goldene Gans. Es war einmal ein Mann, der hatte 3 Söhne. Davon nannten sie den jüngsten den Dummling. Er wurde verachtet und verspottet und bei jeder Gelegenheit zurückgesetzt. Es geschah, dass der älteste Sohn in den Wald gehen wollte, um Holz zu hauen. Und bevor er ging, gab ihm noch seine Mutter einen schönen, feinen Eierkuchen und eine Flasche Wein mit. Als er in den Wald kam, begegnete ihm ein altes graues Männlein. Das bot ihm einen guten Tag und sprach: »Gib mir doch ein Stück Kuchen aus deiner Tasche und lass mich einen Schluck von deinem Wein trinken. Ich bin so hungrig und durstig.« Der kluge Sohn aber antwortete: »Gebe ich dir meinen Kuchen und Wein, so habe ich selber nichts. Pack dich deiner Wege«, und schickte das Männlein fort. Als er nun anfing, einen Baum zu behauen, dauerte es nicht lange, so hieb er fehl. Die Axt fuhr ihm in den Arm, und er musste heimgehen, um sich verbinden zu lassen. Das war aber von dem grauen Männlein gekommen. Darauf ging der 2. Sohn in den Wald, und die Mutter gab ihm, wie dem Ältesten, einen Eierkuchen und eine Flasche Wein mit. Auch ihm begegnete das alte graue Männlein und hielt ihn um ein Stück Kuchen und einen Schluck Wein an. Aber auch der 2. Sohn sprach ganz verständig: »Was ich dir gebe, das geht mir selber ab. Geh weg und lass mich in Ruhe.« Die Strafe blieb nicht aus, und als er ein paar Hiebe am Baum getan, hieb er sich ins Bein. Da sagte der Dummling: »Vater, lass mich einmal hinausgehen und Holz hauen.« Der Vater antwortete: »Deine Brüder haben sich Schaden dabei getan. Lass mal sein, du verstehst nichts davon.« Der Dummling aber bat so lange, bis der Vater endlich einlenkte: »Geh nur hin, durch Schaden wirst du klug werden.« Die Mutter gab ihm einen Kuchen, der mit Wasser in der Asche gebacken war. Dazu eine Flasche saures Bier. Als er in den Wald kam, begegnete ihm auch das alte graue Männlein
Es grüßte ganz freundlich und sprach: »Gib mir ein Stück Kuchen und einen Trunk aus deiner Flasche. Ich bin so hungrig und durstig.« Darauf antwortete der Dummling: »Ich habe aber nur Aschenkuchen und saures Bier. Wenn dir das recht ist, so wollen wir uns setzen und zusammen essen.« Da setzten sie sich. Und als der Dummling seinen Aschenkuchen herausholte, so war es ein feiner Eierkuchen. Und das saure Bier war ein guter Wein. Nun aßen und tranken sie, und danach sprach das Männlein: »Weil du ein gutes Herz hast, so möchte ich dir Glück bescheren. Dort steht ein alter Baum, den hau ab, so wirst du in den Wurzeln etwas finden.« Darauf nahm das Männlein Abschied. Der Dummling ging zum Baum und hieb ihn um. Wie der Baum fiel, saß in den Wurzeln eine Gans. Die hatte Federn aus reinem Gold. Er hob die Gans vorsichtig heraus, nahm sie mit sich und ging in ein Wirtshaus. Dort wollte er übernachten. Der Wirt hatte aber 3 Töchter. Die sahen die Gans, waren neugierig, was für ein wunderlicher Vogel das wäre, und hätten gar gern eine von seinen goldenen Federn gehabt. Die Älteste dachte: Es wird sich schon eine Gelegenheit finden, bei der ich der Gans eine goldene Feder ausreißen kann. Und als der Dummling einmal hinausgegangen war, fasste sie die Gans beim Flügel, aber Finger und Hand blieben ihr daran festhängen. Bald hernach kam die zweite und hatte keinen anderen Gedanken, als sich eine goldene Feder zu holen. Kaum aber hatte sie ihre Schwester angerührt, so blieb sie fest an ihr hängen. Endlich kam auch die dritte mit der gleichen Absicht. Da schrien die anderen: »Bleib weg, um Himmels willen, bleib weg!« Aber sie begriff nicht, warum sie wegbleiben sollte und dachte: »Sind die dabei, so kann ich auch dabei sein«, und sprang hinzu. Und wie sie ihre Schwester angerührt hatte, so blieb auch sie an ihr hängen. So mussten sie die ganze Nacht bei der Gans zubringen. Am anderen Morgen nahm der Dummling die Gans in den Arm und ging fort. Er kümmerte sich nicht um die 3 Mädchen, die daran hingen. Sie mussten immer hinter ihm dreinlaufen, links und rechts, wie es ihm in die Beine kam. Mitten auf dem Felde begegnete ihnen der Pfarrer. Und als er den Aufzug sah, sprach er: »Schämt euch, ihr garstigen Mädchen! Was lauft ihr dem jungen Burschen durchs Feld nach? Schickt sich das?« Und dann fasste er die Jüngste an der Hand, wollte sie zurückziehen, und wie er sie anrührte, blieb er gleichfalls hängen und musste selber hintendrein laufen. Nicht lange, so kam der Küster daher, und er sah dem Pfarrer, wie der 3 Mädchen durchs Feld folgte. Da verwunderte er sich und rief: »Ei, Herr Pfarrer,
wo hinaus so geschwind? Vergesst nicht, dass wir heute Abend noch eine Kindtaufe haben.« Der Küster lief auf den Pfarrer zu und fasste ihn am Ärmel, blieb aber auch festhängen. Wie die 5 so hintereinander hertrabten, kamen 2 Bauern mit ihren Hacken vom Felde. Da rief der Pfarrer sie an und bat, sie möchten ihn und den Küster doch losmachen. Kaum aber hatten sie den Küster angerührt, so blieben auch sie hängen. Es waren ihrer nun 7, die dem Dummling mit der Gans nachliefen. Er kam darauf in eine Stadt. Da herrschte ein König, der hatte eine Tochter. Die wiederum war so ernsthaft, dass sie niemand zum Lachen bringen konnte. Darum hatte der König ein Gesetz gegeben. Wer die Prinzessin könne zum Lachen bringen, der sollte sie heiraten. Der Dummling, als er das hörte, ging mit seiner Gans und ihrem Anhang vor die Königstochter. Als diese die 7 Menschen immer hintereinander herlaufen sah, fing sie überlaut an zu lachen und wollte gar nicht wieder aufhören. Da verlangte sie der Dummling zur Braut. Aber dem König gefiel der Schwiegersohn nicht. Er machte allerlei Einwendungen und sagte, er müsste ihm erst einen Mann bringen, der einen Keller voll Wein austrinken könne. Der Dummling dachte an das graue Männlein, das könnte ihm wohl helfen. Er ging also hinaus in den Wald und auf der Stelle, wo er den Baum abgehauen hatte, sah er einen Mann sitzen. Der machte ein ganz betrübtes Gesicht. Der Dummling fragte, was er sich so sehr zu Herzen nähme. Da antwortete der Mann: »Ich habe so großen Durst und kann ihn nicht löschen. Kaltes Wasser vertrage ich nicht. Ein Fass Wein habe ich zwar ausgeleert, aber was ist schon ein Tropfen auf einem heißen Stein?« »Da kann ich dir helfen«, sagte der Dummling. »Komm nur mit mir.« Er führte ihn darauf in den Keller, und der Mann machte sich über die großen Fässer her. Er trank und trank, dass ihm die Hüften wehtaten. Und ehe ein Tag herum war, hatte er den ganzen Keller ausgetrunken. Der Dummling verlangte abermals seine Braut. Der König aber ärgerte sich, dass ein schlechter Bursche, den jedermann einen Dummling nannte, seine Tochter davontragen sollte. Und er machte eine neue Bedingung. Erst müsste er einen Mann finden, der einen Berg voller Brot aufessen könnte. Der Dummling besann sich nicht lange, sondern ging gleich hinaus in den Wald. Da saß auf demselben Platz ein Mann, der schnürte sich den Leib mit einem Riemen zusammen, machte ein grämliches Gesicht und sagte: »Ich habe einen ganzen Backofen voll Raspelbrot gegessen. Aber was hilft das, wenn man einen so großen Hunger hat wie ich? Mein Magen bleibt leer und ich muss ihn zuschnüren, wenn ich nicht hungers sterben soll.«
Der Dummling war froh darüber und sprach: »Mach dich auf und geh schnell mit mir. Du sollst dich richtig satt essen.« Er führte ihn an des Königs Hof. Der König hatte indes alles Mehl aus dem ganzen Reich zusammenfahren und einen ungeheuren Berg davon bauen lassen. Der Mann aber aus dem Wald stellte sich davor, fing an zu essen, und in einem Tag war der ganze Berg verschwunden. Der Dummling forderte nun zum 3. Mal seine Braut. Der König aber suchte noch einmal Ausflucht und verlangte ein Schiff, das zu Land und zu Wasser fahren könnte. »Sobald du damit angesegelt kommst«, sagte der König, »sollst du meine Tochter zur Gemahlin haben.« Der Dummling ging geraden Weges in den Wald. Da saß das alte graue Männlein, dem er seinen Kuchen gegeben hatte, und sagte: »Ich habe für dich getrunken und gegessen, und ich will dir auch das Schiff geben. Das alles tue ich, weil du barmherzig gegen mich gewesen bist.« Da gab er ihm das Schiff, das zu Land und zu Wasser fuhr. Und als der König das sah, konnte er ihm seine Tochter nicht länger vorenthalten. Die Hochzeit ward gefeiert, und nach des Königs Tod erbte der Dummling das ganze Reich. Und er lebte vergnügt und glücklich mit seiner Gemahlin. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie sicher auch heute noch. Die zertanzten Schuhe. Es war einmal ein König. Der hatte 12 Töchter. Eine immer schöner als die andere. Sie schliefen zusammen in einem großen Saal, wo ihre Betten nebeneinander standen. Und abends, wenn sie darin lagen, schloss der König die Tür zu und verriegelte sie. Wenn er aber am nächsten Morgen die Türe wieder aufschloss, so sah er, dass ihre Schuhe zertanzt waren, und niemand konnte herausfinden, wie das zugegangen war. Da ließ der König ausrufen, wer es könnte ausfindig machen, wo sie in der Nacht tanzten, der sollte sich eine davon zur Frau wählen und nach seinem Tod König sein. Wer sich aber meldete und es nach 3 Tagen und Nächten nicht herausbrächte, der hätte sein Leben verwirkt. Nicht lange, da meldete sich ein Königssohn und erbot sich, das Wagnis zu unternehmen. Er ward wohl aufgenommen und abends in ein Zimmer geführt, das an den Schlafsaal stieß. Sein Bett war da aufgeschlagen, und er sollte Acht haben, wo sie hingingen und tanzten. Und damit sie nichts heimlich treiben konnten oder zu einem anderen Ort hinausgingen,
war auch die Saaltüre offen gelassen. Dem Königssohn fiel's aber wie Blei auf die Augen, und er schlief ein. Als er am Morgen aufwachte, waren alle 12 zum Tanz gewesen, denn ihre Schuhe standen da und hatten Löcher in den Sohlen. Den 2. und 3. Abend ging's nicht anders. Und da ward er entlassen und fiel in Ungnade. Es kamen hernach noch viele und meldeten sich zu dem Wagestück, die mussten aber alle ihr Leben lassen. Nun trug es sich zu, dass ein armer Soldat sich auf den Weg nach der Stadt befand, wo der König wohnte. Da begegnete ihm eine alte Frau. Die fragte ihn, wo er hin wollte. »Ich weiß selber nicht recht«, sprach er und setzte im Scherz hinzu, »ich hätte wohl Lust, ausfindig zu machen, wo die Königstöchter ihre Schuhe vertanzten und danach König zu werden.« »Das ist so schwer nicht«, sagte die Alte. »Du musst nur den Wein nicht trinken, der dir abends gebracht wird, und musst tun, als wärst du fest eingeschlafen.« Darauf gab sie ihm ein Mäntelchen und sprach, »Wenn du das umhängst, so bist du unsichtbar und kannst den 12 dann nachschleichen.« Wie der Soldat den guten Rat bekommen hatte, ward's ernst bei ihm, so dass er ein Herz fasste, vor den König ging und sich als Freier meldete. Er ward so gut aufgenommen wie die anderen auch. Ihm wurden königliche Kleider angetan, und abends zur Schlafenszeit ward er in das Vorzimmer geführt. Als er zu Bette gehen wollte, kam die Älteste und brachte ihm einen Becher Wein. Aber er hatte sich einen Schwamm unter das Kinn gebunden. Er ließ den Wein da hineinlaufen und trank keinen Tropfen. Dann legte er sich nieder, und als er ein Weilchen gelegen hatte, fing er an zu schnarchen, wie im tiefsten Schlaf. Das hörten die 12 Königstöchter. Sie lachten, und die Älteste sprach, der hätte sein Leben auch sparen können. Danach standen sie auf, öffneten Schränke, Kisten und Kasten und holten prächtige Kleider heraus. Sie putzten sich vor den Spiegeln, sprangen herum und freuten sich auf den Tanz. Nur die Jüngste sagte, »Ich weiß nicht, ihr freut euch, aber mir ist so wunderlich zumut. Gewiss widerfährt uns ein Unglück.« »Du bist eine Schneegans«, sagte die Älteste, »die sich immer nur fürchtet. Hast du vergessen, wie viele Königssöhne schon umsonst da gewesen sind? Dem Soldaten hätte ich noch nicht einmal einen Schlaftrunk geben müssen. Der Lümmel wäre ja doch nicht aufgewacht.« Wie sie alle fertig waren, sahen sie erst nach dem Soldaten, aber der hatte die Augen zugetan und regte sich nicht.
und sie glaubten nun ganz sicher zu sein. Da ging die Älteste an ihr Bett und klopfte daran. Alsbald sank es in die Erde, und sie stiegen durch die Öffnung hinab, eine nach der anderen. Die Älteste voran. Der Soldat, der alles mit angesehen hatte, zauderte nicht lange, hing sein Mäntelchen um und stieg hinter der Jüngsten mit hinab. Mitten auf der Treppe trat er ihr ein wenig aufs Kleid. Da erschrak sie und rief: »Was ist das? Wer hält mich am Kleid?« »Du bist an einem Haken hängen geblieben«, sagte die Älteste. Und wie sie unten waren, standen sie in einem wunderprächtigen Baumgang. Da waren alle Blätter von Silber und schimmerten und glänzten. Der Soldat dachte, du willst dir ein Wahrzeichen mitnehmen, und brach einen Zweig davon ab. Da fuhr ein gewaltiger Krach aus dem Baume. Die Jüngste rief wieder: »Es ist nicht richtig. Habt ihr den Knall gehört?« Die Älteste aber sprach: »Das sind Freudenschüsse, weil wir unsere Prinzen bald erlöst haben.« Sie kamen darauf in einen Baumgang, wo alle Blätter von Gold, und endlich in einen dritten, wo sie klarer Diamant waren. Von beiden brach der Soldat einen Zweig ab, wobei es jedes Mal krachte, dass die jüngste Schwester vor Schrecken zusammenfuhr. Aber die Älteste blieb dabei: es wären Freudenschüsse. Sie gingen weiter und kamen zu einem großen Wasser. Darauf standen 12 Schifflein, und in jedem Schifflein saß ein schöner Prinz. Die hatten auf die 12 gewartet, und jeder nahm eine zu sich. Der Soldat aber setzte sich mit der Jüngsten ein. Da sprach der Prinz: »Ich weiß nicht, das Schiff ist heute viel schwerer, und ich muss aus allen Kräften rudern, wenn ich es fortbringen soll.« »Wovon sollte das kommen?« sagte die Jüngste. »Vielleicht vom warmen Wetter. Es ist mir auch so heiß zumute.« Jenseits des Wassers aber stand ein schönes, hell erleuchtetes Schloss, woraus eine lustige Musik erschallte, von Pauken und Trompeten. Sie ruderten hinüber, traten ein, und jeder Prinz tanzte mit seiner Liebsten. Der Soldat aber tanzte unsichtbar mit, und wenn eine einen Becher mit Wein hielt, so trank er ihn aus, dass er leer war. Der Jüngsten ward auch Angst darüber, aber die Älteste brachte sie immer zum Schweigen. Sie tanzten und tanzten bis 3 Uhr am anderen Morgen, als alle Schuhe durchgetanzt waren und sie aufhören mussten. Die Prinzen fuhren sie über das Wasser wieder zurück, und der Soldat setzte sich diesmal vorne hin zur Ältesten. Am Ufer nahmen sie von den Prinzen Abschied und versprachen, in der folgenden Nacht wiederzukommen.
Als sie an der Treppe waren, lief der Soldat voraus und legte sich in sein Bett. Als die 12 langsam und müde heraufgetrippelt kamen, schnarchte er schon wieder so laut, dass sie's alle hören konnten. Und sie sprachen: »Vor dem sind wir sicher.« Da taten sie ihre schönen Kleider aus, brachten sie weg, stellten die zertanzten Schuhe unter das Bett und legten sich nieder und schliefen ein. Am nächsten Morgen wollte der Soldat noch nichts sagen, sondern das wunderliche Wesen nochmal mit ansehen. Und ging die 2. und die 3. Nacht wieder mit. Da war alles wie das erste Mal. Und sie tanzten jedes Mal, bis die Schuhe entzwei waren. Das 3. Mal aber nahm er zum Wahrzeichen einen Becher mit. Als die Stunde gekommen war, wo er antworten sollte, steckte er die 3 Zweige und den Becher zu sich und ging vor den König. Die 12 aber standen hinter der Türe und horchten, was er sagen würde. Als der König die Frage tat: »Wo haben meine 12 Töchter ihre Schuhe in der Nacht vertanzt?« So antwortete er: »Mit 12 Prinzen in einem unterirdischen Schloss.« Er berichtete, wie es zugegangen war, und holte die Wahrzeichen hervor. Da ließ der König seine Töchter kommen und fragte sie, ob der Soldat die Wahrheit gesagt hätte. Und da sie sahen, dass sie verraten waren und Leugnen nichts half, so mussten sie alles eingestehen. Darauf fragte ihn der König, welche er zur Frau haben wollte. Er antwortete: »Ich bin nicht mehr jung, so gebt mir die Älteste.« Und kurz darauf wurde die Hochzeit gehalten. Die Königin und er lebten glücklich und vergnügt. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie auch heute noch. Hänsel und Gretel. Vor einem großen Walde wohnte ein armer Holzhacker mit seiner neuen Frau und mit seinen 2 Kindern. Das Bübchen hieß Hänsel und das Mädchen Gretel. Der Holzhacker hatte wenig zu beißen und zu brechen. Und einmal, als große Teuerung ins Land kam, konnte er das tägliche Brot nicht mehr herbeischaffen. Wie er sich nun abends im Bette Gedanken machte und sich vor Sorgen herumwälzte, seufzte er und sprach zu seiner Frau: »Was soll aus uns werden?
Wie können wir unsere armen Kinder ernähren, da wir für uns selbst nichts mehr haben? »Weißt du was, Mann?«, antwortete die Frau. »Wir wollen morgen früh die Kinder hinaus in den Wald führen, wo er am dicksten ist. Da machen wir ihnen ein Feuer an und geben jedem noch ein Stück Brot. Dann gehen wir an unsere Arbeit und lassen sie allein. Sie finden den Weg nicht wieder nach Hause und wir sind sie los.« »Nein, Frau«, sagte der Mann, »das tue ich nicht. Wie sollte ich's übers Herz bringen, meine Kinder im Walde allein zu lassen? Die wilden Tiere würden bald kommen und sie zerreißen.« »Oh, du Narr«, sagte sie, »dann müssen wir alle 4 Hungers sterben.« Und sie ließ ihm keine Ruhe, bis er einwilligte. »Aber die armen Kinder dauern mich doch«, sagte der Mann. Die 2 Kinder aber hatten vor Hunger auch nicht einschlafen können und hatten gehört, was die Stiefmutter zum Vater gesagt hatte. Gretel weinte bittere Tränen und sprach zu Hänsel: »Nun ist's um uns geschehen.« »Still, Gretel«, sprach Hänsel, »gräme dich nicht, ich will uns schon helfen.« Und als die Alten eingeschlafen waren, stand er auf, zog sein Röcklein an, machte die Untertüre auf und schlich sich hinaus. Da schien der Mond ganz hell, und die weißen Kieselsteine, die vor dem Haus lagen, glänzten wie lauter Goldbatzen. Hänsel bückte sich und steckte so viele in sein Rocktäschlein, als nur hinein wollten. Dann ging er wieder zurück und sprach zu Gretel: »Sei getrost, liebes Schwesterchen, und schlaf nur ruhig ein. Gott wird uns nicht verlassen.« Und so legte auch er sich wieder in sein Bett. Als der Tag anbrach, noch ehe die Sonne aufgegangen war, kam schon die Stiefmutter und weckte die beiden Kinder. »Steht auf, ihr Faulenzer, wir wollen in den Wald gehen und Holz holen.« Dann gab sie jedem ein Stück Brot und sprach: »Da habt ihr etwas für den Mittag, aber esst's nicht vorher auf, weiter kriegt ihr nichts.« Gretel nahm das Brot unter die Schürze, weil Hänsel die Steine in der Tasche hatte. Danach machten sie sich alle zusammen auf den Weg nach dem Wald. Als sie ein Weilchen gegangen waren, stand Hänsel still und guckte nach dem Haus zurück. Und das tat er immer wieder und wieder. Der Vater sprach: »Hänsel, was guckst du da und bleibst zurück? Hab Acht und vergiss deine Beine nicht.« »Ach, Vater«, sagte Hänsel, »ich sehe nach meinem weißen Kätzchen, das sitzt oben auf dem Dach und will mir Ade sagen.« Die Frau sprach: »Narr, das ist dein Kätzchen nicht,
Das ist die Morgensonne, die auf den Schornstein scheint. Hänsel aber hatte nicht nach dem Kätzchen gesehen, sondern immer einen von den blanken Kieselsteinen aus seiner Tasche auf den Weg geworfen. Als sie mitten in den Wald gekommen waren, sprach der Vater: »Nun sammelt Holz, ihr Kinder, ich will ein Feuer anmachen, damit ihr nicht friert.« Hänsel und Gretel trugen Reisig zusammen, einen kleinen Berg hoch. Das Reisig ward angezündet, und als die Flamme recht hoch brannte, sagte die Stiefmutter: »Nun legt euch ans Feuer, ihr Kinder, und ruht euch aus. Wir gehen in den Wald und hauen Holz. Wenn wir fertig sind, kommen wir wieder und holen euch ab.« Hänsel und Gretel saßen um das Feuer. Und als der Mittag kam, aß jedes sein Stücklein Brot. Und weil sie die Schläge der Holzaxt hörten, so glaubten sie, ihr Vater wäre noch in der Nähe. Es war aber nicht die Holzaxt. Es war ein Ast, den er an einen dürren Baum gebunden hatte und den der Wind hin und her schlug. Und als sie so lange gesessen hatten, fielen ihnen die Augen vor Müdigkeit zu, und sie schliefen fest ein. Als sie endlich erwachten, war es finstere Nacht. Gretel fing an zu weinen und sprach: »Wie sollen wir nun aus dem Wald kommen?« Hänsel aber tröstete sie: »Wart nur ein Weilchen, bis der Mond aufgegangen ist. Dann wollen wir den Weg schon finden.« Und tatsächlich, als der volle Mond aufgestiegen war, so nahm Hänsel sein Schwesterchen an der Hand und ging den Kieselsteinen nach. Die schimmerten wie neu geschlagene Batzen und zeigten ihnen den Weg. Sie gingen die ganze Nacht hindurch und kamen bei anbrechendem Tag wieder zu ihres Vaters Haus. Sie klopften an die Tür, und als die Frau aufmachte und sah, dass es Hänsel und Gretel waren, sprach sie: »Ihr bösen Kinder, was habt ihr so lange im Wald geschlafen? Wir haben geglaubt, ihr wolltet gar nicht wiederkommen.« Der Vater aber freute sich, denn es war ihm zu Herzen gegangen, dass er sie so alleine zurückgelassen hatte. Nicht lange danach war wieder Not in allen Ecken, und die Kinder hörten, wie die Stiefmutter nachts im Bette zu dem Vater sprach: »Alles ist wieder aufgezehrt. Wir haben noch einen halben Laib Brot. Hernach hat das Lied ein Ende. Die Kinder müssen fort. Wir wollen sie tiefer in den Wald hineinführen, damit sie den Weg nicht wieder herausfinden. Es ist sonst keine Rettung für uns.«
Dem Mann fiel's schwer aufs Herz und er dachte, es wäre besser, dass du den letzten Bissen mit deinen Kindern teilest. Aber die Frau hörte auf nichts, was er sagte, schalt ihn und machte ihm Vorwürfe. Wer A sagt, muss B sagen. Und weil er das erste Mal nachgegeben hatte, so musste er es auch zum zweiten Mal tun. Die Kinder waren aber noch wach gewesen und hatten das Gespräch mit angehört. Als die Alten schliefen, stand Hänsel wieder auf, wollte hinaus und die Kieselsteine auflesen, wie das vorige Mal. Aber die Stiefmutter hatte die Tür verschlossen und Hänsel konnte nicht heraus. Er tröstete sein Schwesterchen und sprach: Weine nicht, Gretel, und schlaf nur ruhig. Der liebe Gott wird uns schon helfen. Am frühen Morgen kam die Stiefmutter und holte die Kinder aus dem Bette. Sie erhielten ihr Stückchen Brot, das war aber noch kleiner als das vorige Mal. Auf dem Wege nach dem Wald bröckelte es Hänsel in der Tasche, stand oft still und warf ein Bröcklein auf die Erde. »Hänsel, was stehst du und guckst dich um?« fragte der Vater. »Geh deinen Weg.« »Ich sehe nach meinem Täubchen, das sitzt auf dem Dache und will mir Ade sagen«, antwortete Hänsel. »Narr«, sagte die Frau, »das ist dein Täubchen nicht, das ist die Morgensonne, die auf den Schornstein oben scheint.« Hänsel aber warf nach und nach alle Bröcklein Brot auf den Weg. Die Frau führte die Kinder noch tiefer in den Wald, wo sie ihr Lebtag noch nicht gewesen waren. Da ward wieder ein großes Feuer angemacht, und die Stiefmutter sagte: »Bleibt nur da sitzen, ihr Kinder, und wenn ihr müde seid, könnt ihr ein wenig ausruhen. Wir gehen in den Wald und hauen Holz. Abends, wenn wir fertig sind, kommen wir und holen euch ab.« Als es Mittag war, teilte Gretel ihr Brot mit Hänsel, der sein Stück auf den Weg gestreut hatte. Danach schliefen sie ein. Und der Abend verging. Aber niemand kam zu den armen Kindern. Sie erwachten erst in der finsteren Nacht. Und Hänsel tröstete sein Schwesterchen und sagte: »Wart nur, Gretel, bis der Mond aufgeht. Dann werden wir die Brotbröcklein sehen, die ich ausgestreut habe. Sie zeigen uns den Weg nach Hause.« Als der Mond kam, machten sie sich auf, aber sie fanden kein Bröcklein mehr, denn die vielen tausend Vögel, die im Walde und im Felde herumfliegen, die hatten sie weggepickt. Hänsel sagte zu Gretel: »Wir werden den Weg schon finden.« Aber sie fanden ihn nicht
Sie gingen die ganze Nacht und noch einen Tag, von Morgen bis Abend, aber sie kamen nicht aus dem Wald heraus und waren so hungrig, denn sie hatten nichts als ein paar Beeren, die sie an den Sträuchern nahe des Bodens fanden. Und weil sie so müde waren, dass die Beine sie nicht mehr tragen wollten, so legten sie sich unter einen Baum und schliefen ein. Nun war es schon der 3. Morgen, als sie ihres Vaters Haus verlassen hatten. Sie fingen wieder an zu gehen, aber sie gerieten immer tiefer in den Wald hinein. Und wenn nicht bald Hilfe kam, mussten sie verschmachten. Als es Mittag war, sahen sie ein schönes, schneeweißes Vöglein auf einem Ast sitzen. Das sang so schön, dass sie stehen blieben und ihm zuhörten. Als es fertig war, schwang es seine Flügel und flog vor ihnen her. Und sie gingen ihm nach, bis sie zu einem Häuschen gelangten, auf dessen Dach es sich setzte. Und als sie ganz nahe herankamen, so sahen sie, dass das Häuslein aus Brot gebaut war und mit Kuchen gedeckt. Aber die Fenster waren von hellem Zucker. »Da wollen wir uns dran machen«, sprach Hänsel, »und eine gesegnete Mahlzeit halten. Ich will ein Stück vom Dach essen, Gretel, du kannst vom Fenster haben, das schmeckt süß.« Hänsel reichte in die Höhe und brach sich ein wenig vom Dach ab, um zu versuchen, wie es schmeckte. Und Gretel stellte sich an die Scheibe und knusperte daran. Da rief eine feine Stimme aus der Stube: »Knusper, knusper, Knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen?« Die Kinder antworteten: »Der Wind, der Wind, das himmlische Kind«, und aßen weiter, ohne sich irre machen zu lassen. Hänsel, dem das Dach sehr gut schmeckte, riss sich ein großes Stück davon herunter. Und Gretel stieß eine ganze runde Fensterscheibe heraus, setzte sich nieder und tat sich wohl damit. Da ging auf einmal die Türe auf und eine steinalte Frau, die sich auf einen Stock stützte, kam herausgeschlichen. Hänsel und Gretel erschraken, so dass sie fallen ließen, was sie in den Händen hielten. Die Alte aber wackelte mit dem Kopfe und sprach: »Ei, ei, ihr lieben Kinder, wer hat euch denn hierher gebracht? Kommt nur herein und bleibt bei mir, es geschieht euch kein Leid.« Sie fasste beide an der Hand und führte sie in ihr Häuschen. Da ward ein gutes Essen aufgetragen: Milch und Pfannkuchen
mit Zucker, Äpfeln und Nüssen. Hernach wurden 2 schöne Bettlein weiß gedeckt, und Hänsel und Gretel legten sich hinein und meinten, sie wären im Himmel. Die Alte hatte sich jedoch nur freundlich angestellt. Sie war in Wirklichkeit eine böse Hexe, die den Kindern auflauerte und hatte das Brothäuslein nur gebaut, um sie herbeizulocken. Wenn eins in ihre Gewalt kam, so wollte sie es totmachen, es kochen und essen, und das war ihr Festtag. Die Hexen haben trübe Augen und können nicht weit sehen. Aber sie haben eine feine Witterung, wie die Tiere, und merken's, wenn Menschen herankommen. Als Hänsel und Gretel in die Nähe kamen, da lachte sie böshaft und sprach höhnisch: »Die habe ich, die sollen mir nicht wieder entwischen.« Und frühmorgens, ehe die Kinder erwacht waren, stand sie schon auf, und als sie beide so lieblich ruhen sah, mit den vollen roten Backen, so murmelte sie vor sich hin: »Das wird ein guter Bissen werden.« Dann packte sie Hänsel mit ihrer dürren Hand und trug ihn in einen kleinen Stall. Dort sperrte sie ihn mit einer Gittertüre ein. Er mochte jammern, wie er wollte, es half nichts. Dann ging sie zu Gretel, rüttelte sie wach und rief: »Steh auf, Faulenzerin, trag Wasser und koch deinem Bruder etwas Gutes. Denn der sitzt draußen im Stall und soll fett werden. Wenn er fett ist, so will ich ihn essen.« Gretel erschrak, aber es war alles vergeblich. Sie musste tun, was die böse Hexe verlangte. Nun war dem armen Hänsel das beste Essen gekocht, aber Gretel bekam nichts als Krebsschalen. Jeden Morgen schlich die Alte zu dem Ställchen und rief: »Hänsel, strecke deine Finger heraus, damit ich fühlen kann, ob du bald fett bist.« Hänsel aber streckte ihr ein Knöchlein heraus, und die Alte mit ihren trüben Augen konnte es nicht sehen und meinte, es wären Hänsels Finger. Sie wunderte sich, dass er gar nicht fett werden wollte. Als 4 Wochen herum waren und Hänsel immer noch mager war, da überkam sie die Ungeduld, und sie wollte nicht länger warten. »Heda, Gretel«, rief sie dem Mädchen zu, »sei flink und trag Wasser. Hänsel mag fett oder mager sein, morgen will ich ihn kochen.« Ach, wie jammerte das arme Schwesterchen, als es das Wasser tragen musste. Und wie flossen ihm die Tränen über die Backen herunter. Sie rief: »Lieber Gott, hilf uns doch. Hätten uns nur die wilden Tiere im Walde gefressen, so wären wir doch zusammengestorben.« »Spar dir dein Geplärre«,
rief die Alte. »Es hilft dir alles nichts.« Frühmorgens musste Gretel heraus, den Kessel mit Wasser aufhängen und Feuer anzünden. »Erst wollen wir backen«, sagte die Alte. »Ich habe den Backofen schon eingeheizt und den Teig geknetet.« Sie stieß die arme Gretel hinaus zum Backofen, aus dem die Feuerflammen schon herausschlugen. »Kriech hinein«, sagte die Hexe, »und seh zu, ob recht eingeheizt ist, damit wir das Brot hineinschieben können.« Die Hexe aber wollte den Ofen zumachen, sobald Gretel darin war. Gretel sollte darin braten und dann wollte die Hexe sie aufessen. Aber Gretel merkte, was sie im Sinn hatte und sprach: »Ich weiß nicht, wie ich's machen soll. Wie komme ich da hinein?« »Dumme Gans«, sagte die Alte, »die Öffnung ist groß genug. Siehst du wohl, ich könnte selbst hinein.« Und sie krabbelte heran und steckte den Kopf in den Backofen. Da gab ihr Gretel einen gewaltigen Stoß, so dass die Hexe weit in den Ofen hineinfuhr. Und dann machte Gretel die eiserne Tür zu und schob den Riegel vor. Gretel lief schnurstracks zu Hänsel, öffnete sein Ställchen und rief: »Hänsel, wir sind erlöst, die alte Hexe ist tot.« Da sprang Hänsel heraus, wie ein Vogel aus dem Käfig, wenn ihm die Türe aufgemacht wird. Wie haben sie sich gefreut, sind sich um den Hals gefallen und herumgesprungen. Und weil sie sich nicht mehr zu fürchten brauchten, so gingen sie in das Haus der Hexe hinein. Da standen in allen Ecken Kisten mit Perlen und Edelsteinen. »Die sind noch besser als die Kieselsteine«, rief Hänsel und steckte in seine Taschen, was hinein wollte. Und Gretel sagte: »Ich will auch etwas mit nach Hause bringen«, und füllte auch ihr Schürzchen voll. »Aber jetzt wollen wir fort«, sagte Hänsel, »damit wir aus dem Hexenwald herauskommen.« Und als sie ein paar Stunden gegangen waren, gelangten sie an ein großes Wasser. »Wir können nicht hinüber«, sprach Hänsel. »Ich sehe keinen Steg und keine Brücke. Hier fährt doch kein Schiffchen«, antwortete Gretel. Aber da schwamm eine weiße Ente. Und Gretel rief: »Entchen, Entchen, da steht Gretel und Hänsel, kein Steg und keine Brücke. Nimm uns auf deinen weißen Rücken.« Das Entchen kam heran und Hänsel setzte sich auf und bat sein Schwesterchen, sich zu ihm zu setzen. »Nein«, sagte Gretel, »es wird dem Entchen zu schwer. Es soll uns nacheinander hinüberbringen.« Das tat das gute Tierchen.
Und als sie glücklich drüben waren und ein Weilchen weitergingen, da kam ihnen der Wald immer bekannter und immer bekannter vor. Und endlich erblickten sie von weitem ihres Vaters Haus. Da fingen sie an zu laufen, stürzten in die Stube hinein und fielen ihrem Vater um den Hals. Der Mann hatte keine frohe Stunde mehr gehabt, seitdem er die Kinder im Walde gelassen hatte. Die Frau und böse Stiefmutter aber war gestorben. Gretel schüttelte ihr Schürzchen aus, dass Perlen und Edelsteine in der Stube herumsprangen. Und Hänsel warf eine Handvoll nach der anderen aus seiner Tasche. Da hatten alle Sorgen ein Ende. Und sie lebten in lauter Freude zusammen. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie auch heute noch in Glück und Frieden. Rapunzel. Es war einmal ein kleines Haus am Rande eines weiten Waldes. Dort lebte ein Ehepaar, das sich sehnlichst ein Kind wünschte. Endlich war die Frau in guter Hoffnung und die Freude groß, denn ihr sehnlichster Wunsch sollte sich erfüllen. Die Leute hatten in ihrem Hinterhaus ein kleines Fenster. Von dort aus konnte man in einen prächtigen Garten sehen, der voll von schönen Blumen und Kräutern stand. Er war aber von einer hohen Mauer umgeben und gehörte einer Zauberin. Eines schönen Tages stand die Frau an diesem Fenster und sah in den Garten der Nachbarin hinab. Da erblickte sie ein Beet, auf dem die schönsten Rapunzeln wuchsen. Und sie sahen so frisch und grün aus, dass die Frau das größte Verlangen empfand, von den Rapunzeln zu essen. Dieses Verlangen nahm jeden Tag zu. Ach, wenn ich nur ein paar davon kosten könnte, seufzte sie. Und ihr Mann, der sie über alles liebte, nahm all seinen Mut zusammen, kletterte in der Nacht heimlich über die Mauer, pflückte ein paar der Rapunzeln und brachte sie seiner Frau. Die Zauberin hatte den Mann beim Pflücken beobachtet, doch sie entschloss, es geschehen zu lassen und nichts zu sagen.
Einige Monate später brachte die Frau eine gesunde Tochter zur Welt und nannte sie Rapunzel. Rapunzel wuchs zu einem freundlichen und schönen jungen Mädchen heran. In ihrem langen goldenen Haar jedoch schimmerte ein Zauber. Denn die Rapunzeln aus dem Garten der Zauberin hatten ihr eine besondere Kraft geschenkt. Rapunzels Haar konnte Wunden heilen und Blumen zum Blühen bringen. Eines Tages stand die Zauberin vor der Tür. Rapunzel öffnete, und die Zauberin überredete sie, mit ihr zu kommen. Deine Schönheit und deine Gabe gehören in Sicherheit. Die Welt da draußen ist gefährlich. Man würde dich nur ausnutzen. Rapunzel willigte ein und ließ sich von der Zauberin in einen Turm führen, der am Waldrand lag. Dieser Turm hatte weder Treppe noch Türe. Nur ganz oben war ein Zimmerchen mit kleinen Fenstern. Dort hatte Rapunzel alles, was sie brauchte, nur kein Tor zur Außenwelt. Rapunzel sang, malte und sprach mit den Vögeln. Ihr goldenes Haar wuchs so lang, dass es vom Turmfenster bis zum Boden reichte. Wenn die Zauberin kam, rief sie jedes Mal: Rapunzel, lass dein Haar herab. Und dann kletterte sie an dem festen Zopf Rapunzels den Turm hinauf, um das Mädchen mit Essen zu versorgen. Eines Frühlingsmorgens ritt ein junger Königssohn namens Levin durch den Wald. Da hörte er einen Gesang. Der war so lieblich, dass er stillhielt und horchte. Das war Rapunzel, die in ihrer Einsamkeit sich die Zeit vertrieb, ihre süße Stimme erschallen zu lassen. Der Königssohn versteckte sich und blickte zu ihr hinauf. Zu gerne wäre er zu ihr den Turm hinaufgestiegen, doch er fand keine Möglichkeit, dorthin zu kommen. Also ritt er nach Hause. Der Gesang jedoch hatte ihm so sehr das Herz gerührt, dass er jeden Tag erneut hinaus in den Wald ritt und zuhörte. Einmal, als er so hinter einem Baum stand, sah er, dass die Zauberin herankam. Und er beobachtete, wie sie hinaufrief: Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Er sah, wie Rapunzel ihre Haarflechten herabließ und die Zauberin daran hinaufstieg. Ist das die Leiter,
auf welcher man hinaufkommt, so will ich auch einmal mein Glück versuchen, dachte er bei sich. Am folgenden Tag in der Dämmerung ging er zum Turm und rief: »Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter.« Alsbald fielen die Haare herab und Levin stieg hinauf. Anfangs erschrak Rapunzel gewaltig, als ein Mann zu ihr hereinkam, wie ihre Augen noch nie einen erblickt hatten. Doch der Königssohn fing an, ganz freundlich mit ihr zu reden, und er erzählte ihr, dass von ihrem Gesang sein Herz so sehr bewegt worden sei, dass es ihm keine Ruhe gelassen und er sie selbst habe sehen müssen. Da verlor Rapunzel ihre Angst. Von diesem Tag an kam Levin immer wieder, erzählte ihr von den Städten voller Musik, von Märkten mit duftenden Gewürzen, von den vielen Schönheiten der Natur und von dem Palast, in dem er lebte. Eines Tages fragte er, ob sie mit ihm gehen wolle. Da legte sie ihre Hand in seine und sprach: »Gerne will ich mit dir gehen, aber ich weiß nicht, wie ich herabkommen kann.« Sie überlegte eine Weile. Dann sprach sie: »Wenn du kommst, so bringe doch jedes Mal einen Strang Seide mit. Daraus will ich eine Leiter flechten. Und wenn die fertig ist, so steige ich daran herunter und du nimmst mich mit auf dein Pferd.« Sie verabredeten, dass er bis dahin alle Abend zu ihr kommen sollte, denn bei Tag kam die Zauberin. Und dann kam der Abend, an dem die Leiter fertig war. Rapunzel und Levin kletterten nun gemeinsam über die aus Seide geknüpfte Leiter den Turm hinab. Die Welt war noch viel schöner, als sie es sich erträumt hatte. Wiesen voller bunter Blumen, rauschende Flüsse und Lachen in den Straßen. Er nahm sie mit auf sein Schloss. Sie besuchten Märkte, tanzten auf Festen und halfen, dank Rapunzels Gabe, Kranke zu heilen und Gärten zum Blühen zu bringen. In einer sternenklaren Nacht fuhren sie in einem Boot hinaus auf einen stillen See. Da dachte Rapunzel an ihre Eltern. Und so ritten sie am nächsten Tag zu dem kleinen Haus am Waldrand, wo ihre Eltern ihnen die Tür öffneten. Für einen Augenblick war die Welt ganz still. Dann schlossen sie ihre Tochter überglücklich in die Arme.
Rapunzel und Levin lebten ein langes und glückliches Leben. Sie reisten, halfen, lachten und kehrten doch immer wieder nach Hause zurück. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie auch heute noch. Der Froschkönig. In den alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat, lebte ein König. Dessen Töchter waren alle schön, aber die jüngste war so schön, dass die Sonne selber, die doch so vieles gesehen hat, sich verwunderte, so oft sie ihr ins Gesicht schien. Nahe bei dem Schlosse des Königs lag ein dunkler, großer Wald. Und in dem Wald, unter einer alten Linde, war ein Brunnen. Wenn nun der Tag recht heiß war, so ging das Königskind hinaus in den Wald und setzte sich an den Rand des kühlen Brunnens. Und wenn sie Langeweile hatte, so nahm sie eine goldene Kugel, warf sie in die Höhe und fing sie wieder auf. Und das war ihr liebstes Spielwerk. Nun trug es sich einmal zu, dass die goldene Kugel der Königstochter nicht in ihr Händchen fiel, das sie in die Höhe gehalten hatte, sondern vorbei auf die Erde schlug und geradezu ins Wasser rollte. Die Königstochter folgte ihr mit den Augen nach, aber die Kugel verschwand und der Brunnen war tief, so tief, dass man keinen Grund sah. Da fing sie an zu weinen und weinte immer lauter und konnte sich gar nicht trösten. Und wie sie so klagte, rief ihr jemand zu. »Was hast du vor, Königstochter? Du schreist ja, dass sich ein Stein erbarmen möchte.« Sie sah sich um, woher die Stimme käme. Da erblickte sie einen Frosch, der seinen dicken, hässlichen Kopf aus dem Wasser streckte. »Ach, du bist's, alter Wasserpatscher«, sagte sie. »Ich weine über meine goldene Kugel, die mir in den Brunnen hinabgefallen ist.« »Sei still und weine nicht«, antwortete der Frosch. »Ich kann wohl Rat schaffen. Aber was gibst du mir, wenn ich dir dein Spielwerk wieder heraufhole?« »Was du haben willst, lieber Frosch«, sagte sie. »Meine Kleider, meine Perlen und Edelsteine und auch noch die goldene Krone, die ich trage.« Der Frosch antwortete: »Deine Kleider, deine Perlen, deine Edelsteine und deine goldene Krone, die mag ich nicht. Aber wenn du mich lieb haben willst und ich soll dein Geselle und Spielkamerad sein, an deinem Tischlein neben dir sitzen, von deinem goldenen Tellerlein essen und aus deinem Becherlein trinken
in deinem Bettlein schlafen. Wenn du mir das versprichst, so will ich hinuntersteigen und dir die goldene Kugel wieder heraufholen. »Ach ja«, sagte sie, »ich verspreche dir alles, was du willst, wenn du mir nur die Kugel wiederbringst.« Sie dachte aber, was der einfältige Frosch schwätzt, der sitzt im Wasser bei seinesgleichen und quakt und kann keines Menschen Geselle sein. Der Frosch, als er die Zusage erhalten hatte, tauchte seinen Kopf unter, sank hinab und über ein Weilchen kam er wieder heraufgerudert, hatte die Kugel im Maul und warf sie ins Gras. Die Königstochter war voll Freude, als sie ihr schönes Spielwerk wieder erblickte. Sie hob es auf und sprang damit fort. »Warte, warte«, rief der Frosch, »nimm mich mit, ich kann nicht so laufen wie du.« Aber was half es ihm, dass er ihr sein Quak, Quak so laut nachschrie, als er konnte? Sie hörte nicht darauf, eilte nach Hause und hatte bald den armen Frosch vergessen, der wieder in seinen Brunnen hinabsteigen musste. Am anderen Tage, als sie mit dem König und allen Hofleuten sich zur Tafel gesetzt hatte und von ihrem goldenen Tellerlein aß, da kam plitsch, platsch, plitsch, platsch etwas die Marmortreppe heraufgekrochen. Und als es oben angelangt war, klopfte es an der Tür und rief: »Königstochter, Jüngste, mach mir auf!« Sie lief und wollte sehen, wer da draußen wäre. Als sie aber aufmachte, so saß der Frosch davor. Da warf sie die Tür hastig wieder zu, setzte sich wieder an den Tisch und es war ihr ganz Angst. Der König sah wohl, dass ihr das Herz gewaltig klopfte und sprach: »Mein Kind, was fürchtest du dich? Steht da etwa ein Riese vor der Tür, der dich holen will?« »Ach nein«, antwortete sie, »es ist kein Riese, sondern ein garstiger Frosch.« »Was will der Frosch von dir?« »Ach, lieber Vater, als ich gestern im Wald bei dem Brunnen saß und spielte, da fiel meine goldene Kugel ins Wasser. Und weil ich so weinte, hatte sie der Frosch wieder heraufgeholt. Und weil er es durchaus verlangte, so versprach ich ihm, er sollte mein Geselle werden. Ich dachte aber nimmermehr, dass er aus seinem Wasser heraus könnte. Nun ist er draußen und will zu mir herein.« Und schon klopfte es zum zweiten Mal und rief: »Königstochter, Jüngste, mach mir auf! Weißt du nicht, was du gestern zu mir gesagt hast, bei dem kühlen Wasserbrunnen? Königstochter, mach mir auf!« Da sagte der König: »Was du versprochen hast, das musst du auch halten. Geh nur und mach ihm auf.« Sie ging und öffnete die Türe. Da hüpfte der Frosch herein, ihr immer auf dem Fuße nach, bis zu ihrem Stuhl. Da saß er und rief: »Heb mich herauf zu dir!« Sie zauderte, bis es endlich der König befahl.
Als der Frosch erst auf dem Stuhl war, wollte er auf den Tisch. Und als er da saß, sprach er: »Nun schieb mir dein goldenes Tellerlein näher, damit wir zusammen essen.« Das tat sie zwar, aber man sah wohl, dass sie es nicht gerne tat. Der Frosch ließ sich's gut schmecken. Aber ihr blieb fast jeder Bissen im Halse stecken. Endlich sprach er: »Ich habe mich satt gegessen und bin nun müde. Trag mich in dein Kämmerlein und mach mir dein seidenes Bettlein zurecht. Da wollen wir uns schlafen legen.« Die Königstochter fing an zu weinen und fürchtete sich vor dem kalten Frosch, den sie nicht anzurühren getraute und der nun in ihrem schönen reinen Bettlein schlafen sollte. Der König aber war zornig und sprach: »Wer dir geholfen hat, als du in der Not warst, den sollst du hernach nicht verachten.« Da packte sie ihn mit 2 Fingern und trug ihn hinauf und setzte ihn in eine Ecke. Als sie im Bett lag, kam er gekrochen und sprach: »Ich bin müde, ich will schlafen, so gut wie du, heb mich herauf, oder ich sag's deinem Vater.« Da ward sie erst bitterböse, holte ihn herauf und warf ihn aus Leibeskräften gegen die Wand. »Nun wirst du Ruhe haben, du garstiger Frosch!« Als er aber herabfiel, war er kein Frosch mehr, sondern ein Königssohn mit schönen und freundlichen Augen. Der war nun nach ihres Vaters Willen ihr lieber Geselle und Gemahl. Da erzählte er ihr, er wäre von einer bösen Hexe verwünscht worden und niemand hätte ihn aus dem Brunnen erlösen können, als sie allein. Und morgen wollten sie zusammen in sein Reich gehen. Dann schliefen sie ein und am anderen Morgen, als die Sonne sie aufweckte, kam ein Wagen herangefahren, mit 8 weißen Pferden bespannt. Sie hatten weiße Straußfedern auf dem Kopf und gingen in goldenen Ketten. Und hinten stand der Diener des jungen Königs. Das war der treue Heinrich. Der treue Heinrich hatte sich so betrübt, als sein Herr war in einen Frosch verwandelt worden, dass er 3 eiserne Bande hatte um sein Herz legen lassen, damit es ihm nicht vor Weh und Traurigkeit zersprenge. Der Wagen aber sollte den jungen König in sein Reich abholen. Der treue Heinrich hob beide hinein, stellte sich wieder hinten auf und war voller Freude über die Erlösung. Als sie ein Stück des Wegs gefahren waren, hörte der Königssohn, dass es hinter ihm krachte, als wäre etwas zerbrochen. Da drehte er sich herum und rief: »Heinrich, der Wagen bricht!« »Nein, Herr, der Wagen nicht. Es ist ein Band,
von meinem Herzen, das da lag in großen Schmerzen, als ihr in dem Brunnen saßt, als ihr ein Frosch wart. Noch einmal und noch einmal krachte es auf dem Weg, und der Königssohn meinte immer, der Wagen bräche, und es waren doch nur die Bande, die vom Herzen des treuen Heinrich absprangen, weil sein Herr erlöst und glücklich war. Und was meinst du? Wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie wohl heute noch, oder?